Wenn ich in die Öffentlichkeit gehe, dann nur, weil ich als Journalistin wichtige Nachrichten zu übermitteln habe. Hier kommt die wichtigste und beste Nachricht überhaupt. Wir irdischen Menschen sind nicht allein im Universum. Natürlich nicht. Ich sage das nicht, weil ich das nur glaube oder weil ich nur weitergebe, was Dritte glauben und mir gesagt oder errechnet oder von irgendetwas abgeleitet haben. Ich sage das, weil ich es selbst erlebt habe und deshalb ganz sicher weiß. Als Journalistin hat mich natürlich immer schon die Frage interessiert, was wir eigentlich wirklich sicher wissen. Da bleibt nur das, was wir selbst erlebt haben. Ich bleibe bei allem, was ich jetzt hier über Außerirdische sage, bei dem, was ich selbst erlebt habe und deshalb sicher weiß. Was ich hier sage, sind außerdem meine eigenen Worte. Es ist sozusagen ein Bericht. Ich mache einfach nur meine Arbeit als Journalistin. Dabei bin ich nur der Wahrheit und meinem Gewissen verpflichtet. Und meine Arbeit ist außerdem für alle da. Ich übermittle keine Nachrichten anstelle von Dritten, nicht einmal von Außerirdischen, obwohl sie in ihrer Entwicklung über mir stehen. Wahre Außerirdische greifen nicht in den freien Willen der irdischen Menschen ein, diktieren und kontrollieren nichts, was irdische Menschen sagen sollen. Ich habe 2005 zum ersten Mal einen außerirdischen Menschen ganz direkt, im bewussten Zustand und in unserer physischen Realität getroffen und mit ihm kommuniziert. Ich sage außerirdischer Mensch, weil alle wahren Außerirdischen Menschen sind. Alle Wesen, die nicht wie Menschen aussehen, sind keine wahren Außerirdischen, sondern Wesen aus der vierten Dimension. Alle wahren Außerirdischen kommen aus der fünften Dimension und darüber hinaus. Die meisten irdischen Menschen, die glauben, mit Außerirdischen Kontakt zu haben oder gehabt zu haben, hatten in Wirklichkeit Kontakt zu Wesen aus der vierten Dimension. Die Unterscheidung zwischen der vierten und fünften Dimension ist sehr wichtig und für die meisten Menschen derzeit noch schwierig, weil die vierte Dimension für sie nicht sichtbar ist. Zu den Dimensionen gibt es natürlich viel mehr zu sagen und das erkläre ich gerne an anderer Stelle im Detail. Auch was der Tod ist, wird dadurch unmissverständlich klar. Tatsächlich werden durch den Kontakt mit Außerirdischen alle großen Fragen der menschlichen Existenz beantwortet. Schon allein deshalb ist der Kontakt positiv und wünschenswert. Der Außerirdische, den ich getroffen habe, sah äußerlich wie ein ganz normaler Mensch aus. Er fiel nicht auf und machte nichts, um auf sich aufmerksam zu machen, aber er nahm ganz gezielt über eine Geste mit mir Kontakt auf. Die Kommunikation erfolgte danach rein telepathisch und glasklar, während er weiter physisch wie jeder andere normale Mensch neben mir saß. Vor allem vermittelte seine Präsenz einen Zustand des reinen Vertrauens, der Sicherheit, des inneren Friedens und einer allumfassenden Liebe für das Leben, die über das Spektrum der Gefühle der irdischen Menschen hinausgeht. Durch diesen Zustand offenbarten sich mir Informationen, die in meinem Bewusstsein zum Teil schon gespeichert waren und andere, die ich erst im Laufe der Zeit komplett erfassen konnte. Das Verständnis für die Informationen aus diesen höheren Seinsebenen ist an die charakterliche Reife des Empfängers geknüpft. Je reiner unser Charakter ist, desto mehr verstehen wir von der Information, die uns schon übermittelt wurde. Desto mehr Information wird uns noch übermittelt und desto direkter und dauerhafter kann sich der Kontakt gestalten. Das ist eine weitere sehr gute Nachricht, denn alle irdischen Menschen, die charakterlich nicht geeignet sind, können diesen Entwicklungsschritt nicht vollziehen. Das heißt, für den Kontakt mit Außerirdischen spielen äußerliche Merkmale wie Nationalität, Geschlecht, berufliche Stellung, soziale Stellung und finanzieller Reichtum keine Rolle. Es zählt allein der Charakter im Sinne einer unbedingten Ausrichtung auf die Wahrheit und die reine Menschlichkeit. Die besten Voraussetzungen haben irdische Menschen, die allein von ihrer eigenen Arbeit leben, im Denken unabhängig sind von Glaubenssystemen und Ideologien und die sich nicht von überschwänglichen Gefühlen leiten lassen, sondern mit Offenheit,
Gleichmut und Entscheidungsfreude durchs Leben gehen. Ob das der Fall ist, lässt sich nur energetisch erfassen. Der Kontakt mit außerirdischen Menschen hat nichts mit Esoterik zu tun, aber sehr wohl mit Spiritualität. Die Brücke zu den Außerirdischen ist das innere Wissen, dass unser Geist ebenfalls außerirdisch und daher in der Lage ist, jederzeit und überall mit Außerirdischen zu kommunizieren. Folglich sind auch die äußeren Umstände für einen direkten Kontakt unerheblich. Der Kontakt mit Außerirdischen hat für mich persönlich in allen Bereichen meines Lebens positive Auswirkungen gehabt. Und damit beziehe ich mich ausdrücklich nicht auf Geld und Ruhm. Die Medien und die Gesellschaft an sich belohnen mit Geld und Ruhm derzeit fast nur die Täuschung, nicht die Wahrheit. Daran messe ich die positiven Auswirkungen des Kontakts also nicht, sondern ich messe sie an der Bereicherung, die ich dadurch in meiner individuellen Entwicklung als Mensch erlebe, vor allem in Form einer Zunahme an Bewusstheit, Erkenntnis, Freiheit, Kreativität und Erfüllung. Gleichzeitig wirkt sich der Kontakt aber auch sehr materiell aus und ermöglicht schnell konkrete Lösungen für konkrete Probleme. Diese Lösungen werden den irdischen Menschen, wenn nicht durch direkte Kommunikation, dann durch indirekte und unpersönliche Inspiration übermittelt. Tatsächlich ist an unserem Fortschritt die Präsenz von Außerirdischen unter uns deutlich zu erkennen. Deshalb schreibe ich nicht nur über alle herkömmlichen Themen, sondern auch über Außerirdische und Bewusstsein als Journalistin in meiner Lateinamerika-Zeitung im Internet. Angesichts der aktuellen Situation unseres Planeten und der Zunahme der kognitiven und emotionalen Verwirrung durch die überall wahrnehmbare Öffnung der 4. Dimension ist das Wissen um eine stabile Alternative durch den direkten Kontakt mit Außerirdischen von unschätzbarem Wert. Dieser direkte Kontakt wird nun langsam für alle irdischen Menschen möglich. Und es ist wichtig zu wissen, dass die außerirdischen Menschen unsere Freunde sind.